Wie gewohnt pflügt der weiße Schwan von Poseidon durch die Fluten der Andamanensee. Und wie immer sind dort neugierige Taucher an Bord. Und eine Schildkröte streunt durch ihr Unterwasserrevier und sieht dort nach dem Rechten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Das Wasser ist warm, nur wenig Strömung und die Sicht ist gut. Aber die Taucher, die sind ein bisschen lahm heute. War wohl eine etwas heftige Tea-Time gestern. Naja, sie sind in Urlaub und dürfen das. Was ist denn da in Stonefish City los? Ganz schön viel Brut gibt's dort. Da freuen sich die Makrelen, die Skorpionsfische und die Barsche, weil der Tisch so gut gedeckt ist. Und die Unterwasserfotografen auch, wenn sie den Platz denn finden. Ja, alles okay, dann sehen wir mal weiter. Gut gedeckt ist der Tisch wohl auch an diesem Riff für Makrelen, Barracudas und andere Räuber. Aber die müssen sich in dem Betrieb hier erstmal zurechtfinden. Da geht's ja zu wie auf dem Jahrmarkt. Bei dem Überfluss wäre man am liebsten selbst ein Raubfisch. Geziemt sich aber nicht für eine Schildkröte. Wir sind zwar Allesfresser, aber keine Mörder. Also weiterziehen und gucken, was es noch so gibt. Schwebegarnelen. Die leben gerne in großen Kolonien und sehen toll aus. Aber Abhaker und Selfie-Taucher nehmen sowas Kleines gar nicht wahr. Nur die Blasenmacher von Poseidon sehen sich die interessiert an und beobachten, was die so treiben. Wenn man genauer hinsieht, dann wird es immer interessanter. Die kleinen Racker haben scheinbar vor nichts Angst. Sie klettern ungeniert auf Haien rum und die scheint das kaum zu jucken. Auch Muränen besteigen sie. Sieht so aus, als würden sie denen Hautfetzen wegoperieren und das Gebiss säubern. Ob die wohl einen Abschluss als Zahnarzt haben? Jedenfalls haben die Zwerge mehr Bällchen in der Hose als manches Großmaul, das gerne wieder Präsident einer großen Nation würde. Und hier? Was ist denn das für ein Kriechtier? Ach, eine Nacktschnecke. Und da sind noch ein paar Verwandte von der unterwegs. Die sehen gut aus, aber zum Fressen taugen die sicher nicht. Ach, guck mal, wer hier angepaddelt kommt. Die Blasenmacher von der Poseidon. Die sehen ein wenig komisch aus. Sie sind furchtbar neugierig und unter Wasser etwas tollpatschig, weil sie normalerweise an Land rumkriechen. Angeblich vor allem nachts in Patong. Da kommt auch schon der alte Dino, ihr Vorturner. Der treibt sich in unserem Revier schon seit über 50 Jahren rum, hat mir meine Oma mal erzählt. Den sehe ich mir genauer an, weil er angeblich unser Freund ist. Oma sagt, er hat sie in ihrer Jugend aus einem Fischernetz rausgeschnitten, in dem sie sich verfangen hatte. Und angeblich hat der Opa mal gesäubert und abgeschabt, als der völlig von Seepocken bewachsen war. Ich kann mir das schon vorstellen, denn meine Cousine hat ihn vor 3 Jahren beobachtet. Da hat er ein paar Schmetterlingsfische aus einem verlorenen Netz befreit und dieses dann entsorgt, damit nicht noch mehr Fische drin sterben müssen.
Hier lümmelt ein Leopardenhai im Sand rum. Und natürlich sind die Poseidon-Taucher nicht fern. Die halten allerdings Abstand, um den Leo nicht zu stören. Es sieht aber nicht danach aus, als würde der die Taucher fürchten. Er rückt sogar ein Stück näher, damit sie auch wirklich ihre Fotos in den Kasten kriegen. Dann fällt ihm seine Freundin Eusebia ein und er macht sich auf die Suche nach ihr. Sehen wir mal weiter, was noch alles los ist. Eine Barbe gräbt hektisch im Schutt und wirbelt jede Menge Staub auf. Essmanieren sind das nicht, und die Korallen werden sich über den aufgewirbelten Staub auch nicht freuen. Und hier zieht ein Schwarm Halfterfische wie eine Horde Hummeln auf Raubzug durch das Riff. Ein paar Weißaugenmoränen haben sich zusammengerottet und beraten, ob sie sich wohl einen Taucher greifen und den verspeisen sollen. Aber wegen des Größenunterschiedes nehmen sie dann doch lieber Abstand davon. Oh, Zeit zum Mittagessen. Das mache ich dann am besten gleich. Und danach Siesta. Das ist der schönste Teil des Tages für mich. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.